Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier das Focus Black Falls aus dem Jahr 2005. Das ist ein Trekking-Cross-Bike, in etwa 20 Jahre alt, kaum gelaufen. Und ich habe das vor einiger Zeit geschenkt bekommen und es hat bis jetzt nur als Ersatzteileträger gedient. Mein Plan ist daraus jetzt ein Low-Budget Gravel-Bike zu bauen. Dazu möchte ich möglichst viele Teile wiederverwenden aus der Teilekiste, möglichst das, was ich kaufe, möglichst günstig einzukaufen, um mit wenig Geld hier ein Fahrrad hinzustellen. Hier ist bereits ein Schaltwerk montiert. Das ist ein altes Diogo-Schaltwerk und ich habe aus der Teilekiste bereits begonnen, eine neue Bremsanlage zu verbauen. Hier war ursprünglich eine Kenti-Bremsanlage drauf und ich möchte hier unbedingt Scheibenbremsen haben. Hier seht ihr die Laufräder, die ich besorgt habe. Das sind ganz einfache Laufräder. Da bin ich wirklich über meinen Schatten gesprungen. Und zwar haben die einfach die Shimano Tourney TX Narben. Ich weiß, die sind nicht sonderlich gut. Die sind technisch eben ziemlich veraltet, haben auch nur ganz einfache Dichtungen. Ich habe sie deswegen jetzt vorweg neu eingestellt, weil die auch ab Werk schon ziemlich hart eingestellt waren, sodass sie jetzt so laufen, wie ich es mir vorstelle. Scheibenbremsen sind montiert und eine Kassette 11 bis 34-fach. Als Reifen habe ich die Schwalbe G1 Comp montiert. Das sind tatsächlich sehr einfache Reifen und die passen zum Low-Budget-Konzept. Als Schaltung plane ich 2x10 Gänge. Dazu habe ich hier diese Kurbel gekauft. Das ist eigentlich eine Shimano Dreifachkurbel. Da habe ich erstmal das kleine Kettenblatt demontiert und den Kettenschutzring, der ursprünglich montiert war. Das gesamte System hier aus Aluminium, was ich cool finde. Ich habe vorne 36 und 48 Zähne und hinten habe ich 11 bis 34 Zähne und ich möchte damit Tempo machen. Und mal schauen, ob das klappt, ob das jetzt von der Übersetzung okay ist oder ob ich später mal vielleicht noch ein kleineres Kettenblatt hier vorwählen muss. Als Kette habe ich hier eine 11-fach-Kette von FSA, die ist bereits gewachst und die werde ich jetzt montieren. Warum habe ich mich gegen Dropbar entschieden? Eigentlich fahre ich ganz gerne Dropbar, beziehungsweise bin ich das letzte Mal, als ich Rennrad gefahren bin, was zugegeben einige Jahre her ist, ganz gerne. Aber das Problem ist hier die Kompatibilität und der Anschaffungspreis. Die Bremsschalthebel von der Dropbar-Einheiten, die STIs, sind sehr teuer und häufig auch inkompatibel. Und das macht es alles unglaublich kompliziert, sodass ich gesagt habe, nein, ich bleibe bei Flatbar. Um ein bisschen mehr Flexibilität zu haben, habe ich mir hier diesen Bullbar von Scott gekauft. Den habe ich gebraucht geschossen, der ist aus den 90er Jahren, also uralt. Aber der bietet mir eben hier durch diese Hörner eben noch die Möglichkeit, ein bisschen Variation in den Griffen zu haben. Und ja, das halte ich für einen guten Kompromiss. So sieht das Fahrrad mit Laufrädern aus. Ich möchte jetzt als allernächstes die Gabel tauschen. Die Gabel hier, das ist eine Federgabel von Suntour. Die ist eigentlich fast neu, die ist ja nahezu nicht gelaufen. Aber ich möchte sie trotzdem gerne gegen eine Starrgabel tauschen. Dafür habe ich hier diese Aluminium-Starrgabel gekauft. Die ist ja ein ganzes Stück leichter als die Federgabel und dadurch möchte ich einerseits Gewicht einsparen. Ich möchte maximale Fahrdynamik haben. Des Weiteren ist die Gabel von der Aufbauhöhe etwas niedriger. Das heißt, ich möchte gerne die Geometrie verändern in der Form, als dass durch die etwas niedrige Gabel das gesamte Fahrrad vorne ein bisschen runterkommt und das Fahrrad dadurch etwas agiler wird und ein bisschen schneller. Hier ist die alte Gabel, die ist bestimmt 1 Kilo schwerer als die alte. Die kommt jetzt aber nicht weg, die wird schon sauber gemacht und kommt in die Teilekiste.
Mann, war das störrisch. Da ist sie. So, die Kenti-Sockel kommen ab, die brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt der finale Vorbau. Das ist ein Ritchie-Vorbau aus der Teilekiste. Den habe ich jetzt mit negativem Rise eingebaut. Das hat mir ganz gut gefallen. So sieht das Cockpit jetzt aus. Zugegeben, die Shifter passen nicht ganz zueinander. Ich habe ja hier einen Alivi und hier einen Diore-Shifter mit unterschiedlichen Displays. Aber naja, gut, okay. Die kommen beide aus der Teilekiste. Die hatte ich beide liegen. Die werden wohl beide so bleiben. Jetzt folgt für mich noch die große Challenge. Ich habe jetzt Lenkerband, ich habe schon Ewigkeiten kein Lenkerband mehr eingebaut. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Das ist übrigens ein ganz einfaches Lenkerband, das habe ich im Sonderangebot bekommen. Ich habe einfach im Webshop gesucht und geguckt, was das günstigste ist, was farblich auch hübsch ist. Ja, und da darf auch SRAM draufstehen. Für meinen ROX 4.0 habe ich noch einen Aero-Halter angebaut. Ich finde, der sieht ganz cool aus. Das Rad wiegt jetzt so 12,6, 12,7 Kilo. So, das ist fertig, mein Low-Budget Gravel Bike. Ich habe es jetzt zusammengebaut, ich habe die Schaltung gewachst und dann denke ich mal, fahren wir es einfach mal ein und gucken mal, wie es sich fährt. Also hier bei moderater Steigung von, ich meine, rund 8% tritt sich das Rad ganz gut hoch. Das ist okay. Jetzt sind wir oben, jetzt fahren wir wieder runter. Aber da Asphalt ja nicht alles ist, fahren wir jetzt mal auf Schotter. Also auf Gravel läuft es auch gut, muss ich sagen. Die Reserven von diesen Reifen sind erstaunlich gut. Ja, ein bisschen rutschig hier. Also hier auf diesem unebenen Boden, also gibt die Stargabel natürlich jeden Schlag durch weiter.
und es huppelt so vor sich hin. Vielleicht sollte ich mal rechts auf den Weg fahren, so ist besser. Also was ist mein Feedback? Das Rad läuft echt gut. Das ist, muss ich sagen, gerade auf dem Asphalt macht das echt Laune. Ist schön schnell. Ist natürlich nicht ganz so schnell wie ein Rennrad. Klar, logischerweise fährt trotzdem ordentlich durch die Kurven. Und ich muss sagen, mein kleiner Low-Budget-Umbau hat sich echt gelohnt. Das war eine coole Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt ihr auch ein Gravelbike oder habt ihr schon mal ein Rad zum Gravelbike umgebaut? Lasst mich das gerne wissen. Unten in die Kommentare. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!